Hallo, ich bin Anna von Einfach Nähen und in diesem Video gebe ich mal einer meiner Ideen einen zweiten Versuch. Viel Spaß! Vor ein paar Wochen hatte ich die tolle Idee, aus einem Schnittmuster für ein Sweatshirt ein Hoodie-Kleid zu nähen. Und daher habe ich dann von meinem Schnittmuster Sweatshirt Anula das Bündchen dreimal so lang genommen, das ganze Teil fertig genäht und fand es im Spiegel betrachtet wirklich sehr gelungen, bis ich mich umgedreht habe. Denn was ich leider nicht bedacht hatte, war, dass hinten über meiner breitesten Stelle jetzt genau die Naht läuft, wo das Bündchen ansetzt. Und das sieht nicht so schön aus. Außerdem war die Stoffwahl auch nicht das Beste für ein Sweatkleid, weil nämlich der Stoff etwas dünner ist und dadurch zeichnet sich dann wirklich komplett alles ab und das finde ich bei mir und meiner Figur einfach nicht sehr vorteilhaft. Ja, was soll ich sagen? Aus dem Sweatshirt-Kleid von damals ist in der Zwischenzeit wieder ein Hoodie geworden. Ich habe also das Bündchen unten nochmal abgetrennt, eingekürzt und jetzt trage ich das Teil als Pullover. Es ist also jetzt nicht unbedingt für die Tonne, aber die Idee war trotzdem dahin. Also habe ich mich vor ein paar Tagen nochmal hingesetzt und das etwas schlauer durchdacht und habe nochmal aus dem Sweatshirt Anula ein Hoodie-Kleid gezaubert. Und wie das alles passiert ist, was ich dabei gemacht habe, das zeige ich dir jetzt Schritt für Schritt. Ich habe jetzt mit dem Rückenteil angefangen und das Schnittmuster auf den im Bruch liegenden Stoff gelegt, das Ganze dann mit ein paar Gewichten beschwert, um es dann rundherum auszuschneiden. Und da ich ja möchte, dass das Vorder- und Rückenteil etwas länger ist, damit die Naht nicht wieder hinten genau über meinen Popo läuft, habe ich mich jetzt hier entschieden, das Schnittmuster nach unten hin etwa 25 cm zu verlängern. Das Ganze nochmal glatt ausrichten, damit der Stoff nicht in Falten liegt, dann die 25 cm suchen und dann das Ganze rundherum einmal ausschneiden. Da das Kapuzenkleid etwas weiter sitzen soll, nehme ich jetzt aus dem Sweatshirt Anula Schnitt die Taillierung raus. Das heißt, ich beginne unter der Achsel und lasse das Ganze gerade zur Hüfte zulaufen. Dadurch habe ich jetzt die komplette Weite dazugegeben, die wir extra für diesen Schnitt vorher weggenommen haben. Und damit sitzt es um den Bauch herum dann nicht mehr so eng. Das gleiche mache ich jetzt auch mit meinem Vorderteil. Auch hier lege ich mir das Vorderteil im Bruch auf meinen Stoff, beschwere das Ganze mit ein paar Gewichten, verlängere das Vorderteil ebenfalls wieder um 25 cm und schneide das in diesem Abstand aus und nehme auch bei diesem Schnittteil hier gleich die Taillierung raus. Außerdem habe ich noch zwei weitere Sachen geändert. Ich habe nämlich zum einen seitliche Eingrifftaschen an mein Sweatshirt-Kleid genäht. Wie das funktioniert, habe ich ja vor kurzem auch schon in einem Video gezeigt. Und ich habe mal getestet, ob denn die Kapuze vom Sweatshirt Yunaki auch an das Sweatshirt Anula passt. Der Unterschied zwischen den beiden Kapuzen: Bei dem einen Kapuzenteil, nämlich hier, das ist das von Anula, habe ich hier vorne diese Astronautenkapuze. Das heißt, das ist in einem Stück, geht das hier unten durch. Und bei der Sweatshirt-Kapuze vom Sweatshirt Yunaki ist das vorne über Kreuz. Und das habe ich auch ausprobiert. Und wie das ausgegangen ist im Endergebnis, das zeige ich dir natürlich jetzt auch noch. Das Sweatshirt Anula hatte ich in der Größe 36 zugeschnitten und dazu habe ich die Kapuze vom Sweatshirt Yunaki in der Größe S gewählt. Weil jetzt hier natürlich die Markierungen nicht mehr genau übereinander passen, habe ich dann damit begonnen, die Kapuze hinten in der Mitte anzulegen und mich dann links und rechts jeweils nach vorne gearbeitet, in der Hoffnung, dass die Spitzen vorne auch etwas überlappen. Somit ist es tatsächlich möglich, die beiden Kapuzen der beiden unterschiedlichen Schnittmuster miteinander zu kombinieren und das Ganze entweder so oder so zu nähen. Hier dann die fertige Kapuze auch nochmal mit den Fake-Kordeln vorne dran. Und hier dann das komplette Kapuzenkleid aus der Kombi Anula und Yunaki. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich das nochmal ausprobiert habe und jetzt ein kuscheliges Hoodie-Kleid besitze. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen und schreib doch unten in die Kommentare mal rein, was ich aus dem Sweatshirt Yunaki denn sonst nochmal machen soll. Und vielleicht ist ja die ein oder andere Idee dabei, die es demnächst hier als Video zu bestaunen gibt. Bis zum nächsten Video wünsche ich dir alles Gute. Ciao!